Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch das Video anschaut zu dem Match-X Pro Miner M2. Heute in diesem Video Teil 3 geht es darum, dass wir jetzt endlich den Miner ans Laufen bringen wollen. Der wird mit den Antennen bestückt. Dann haben wir hier noch den Stromadapter mit Stromkabel und die Netzwerkkabel, die wir dann anschließen. Wenn ihr das ganze Thema spannend findet und euch auch so einen LoRaWAN Miner zulegen wollt, dann folgt doch dem Kanal, gebt mir ein Like und dann geht es gleich los mit dem Zusammenbau des Match-X M2 Pro Miner. Das ist das Handbuch, das habe ich mir natürlich vorher schon mal einmal angeschaut, worum es da geht und wie der zusammengebaut werden soll. Ist einmal in der englischen Sprache. Man kann ihn wie gesagt Indoor und Outdoor betreiben. Als allererstes sollten wir hier die zwei Schrauben lösen, damit wir unten dran kommen, damit wir die Verkabelung vornehmen können. Da sehen wir auch nochmal LAN-Kabel 1 und ja, Strom nachher anschließend an diesen Power-Adapter und alles nachher zum Router verbinden. Und natürlich alles nachher wieder zusammenschrauben. Das ist hier nochmal eine Anzeige, wenn der draußen angebracht wird als Outdoor-Miner. Ja, wenn wir da an so einer Satellitenstabantenne draußen oder auf dem Balkon irgendwo, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Klar ist, dass ja, dieser Miner die beste Voraussetzung bringt, wenn er ja, frei nach draußen strahlen kann und sein Signal aussendet. Wenn man sowas positioniert, dann eher am Fenster oder halt draußen. Ich werde ihn im zweiten Stockwerk auch am Fenster erstmal anbringen. So, ich habe ein bisschen runtergezoomt und zwar, damit man das alles hier besser sieht. Das ist ja, wie gesagt, der Miner, der Match-X, und unten haben wir zwei Schraubverbindungen, zwei Schrauben, die gelöst werden sollen. Dazu brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher, um die Schrauben zu lösen, und ja, das machen wir dann eben jetzt. So, die lösen wir dann. Wir sind hartnäckig. Ich glaube, ich nehme mal einen größeren Schraubenzieher. Und damit ist das besser. So, die Schrauben werden gelöst. Eine Schraube. Zweite Schraube. Ich denke mal, jetzt könnte man die abnehmen. Vielleicht das hier auch nochmal abziehen hier. Da steht nochmal drauf, wenn das einmal abgenommen wurde, dann gibt es keine Rückgabe, kein Rückgaberecht, was auch immer. Da ist so eine Riffelung. Vielleicht, wenn man da runter drückt, genau, so, da drauf drücken. Da kommt nachher das LAN-Kabel rein und das ist das große Loch, und wahrscheinlich das kleine Loch ist für das Erdungskabel, wenn man das draußen montieren möchte. So, dann sehen wir schon hier, da wird wahrscheinlich das Erdungskabel montiert. Dann haben wir hier einen USB-C, so wie es ausschaut, Eingang, LAN-Eingang, USB-Eingang, und hier oben drüber haben wir den QR-Code, den müssen wir nachher einscannen, damit das Gerät mit der Seriennummer in der App installiert wird. Aber wir kommen erstmal zu der Verkabelung. Also da kommt erstmal das LAN-Kabel rein. Das ist ja hier in der Box mit drin gewesen, 2 Stück. Und ich nehme dafür das kürzere. In dem vorherigen Video könnt ihr euch anschauen. Da habe ich euch ja
vorgestellt, was alles in der Box mit dabei ist. Und hier ist das kürzere Kabel und das verwende ich jetzt, um das jetzt hier einzuklicken. So, nachdem ich das jetzt hier entfriemelt habe, tun wir das LAN-Kabel hier unten rein, so dass es auch eingerastet ist, Klick gemacht hat. Hier sehen wir noch eine LED-Lampe, die ist nachher wichtig, wenn wir das anschließen, dann Strom. Und zwar wird die verschiedenartig leuchten. Im Handbuch steht, in diesem mitgelieferten Handbuch steht das genau drauf, welche Farbe welche Funktion hat. Ja, und dann hoffen wir auf dieses grüne Zeichen, Steady Green, Internet okay, Seriennummer ist in Ordnung und dass er dann halt verbunden ist mit dem, ja, wahrscheinlich mit den Servern von MatchX, so dass wir dann, ja, dass der auch anfangen kann zu malen. Jetzt ziehen wir diese Kappe hier noch erstmal durch, hier rein, von der Innenseite. Das ist so ein Gummi, muss man ein bisschen fest durchdrücken. So, jetzt kann es wieder aufgesteckt werden, beziehungsweise wir lassen es offen, weil wir ja noch die Seriennummer gleich brauchen für die App. Das ist halt der Poweradapter, da kommt das Stromkabel rein. In der Videobeschreibung habe ich es auch schon in den letzten Videos oder in den letzten Video gesagt. Das Ding ist natürlich nicht lang, ne? Da tue ich euch was rein, dass man genau dasselbe Kabel in einer anderen Länge bekommt, wenn man jetzt nicht umgehend in der näheren Umgebung eine Steckdose hat, wo man den Miner betreiben kann. So, und dann kommen wir zu dem Power Supply, und zwar kommt da das LAN-Kabel für den Router rein und da ist der Eingang für das Netzwerkkabel vom Miner MatchX. So, dann tue ich das hier schon mal rein. Das musste auch einrasten. Andersherum. Klack macht's. Der sitzt fest drinne. Und dann nehme ich hier das längere Kabel. Wie gesagt, für den Anschluss an den WLAN-Router bzw. an den Router. Ich habe hier eine Fritzbox 7590. Ja, da sollte man auch auf jeden Fall einen besseren Router haben, der auch die Daten überträgt, die das Gerät braucht. Findet ihr natürlich alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr so eine Fritzbox haben wollt, 7590, dann kann ich nur diese empfehlen. Die ist wirklich top. Ist eigentlich das Beste, was es gibt. Und da tun wir das Kabel in den LAN-Eingang rein. Das muss auch einrasten. Zack. Ist auch drin. So. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das LAN-Kabel in den Router stecken, das längere. Und den hier in den Stromstecker. Ja, da noch ein kleiner Hinweis. Ja, es gibt ja Mehrfachstecker, ganz normal. Ich denke mal, bei so einem teuren Gerät, was 200.000 Euro kostet, oder auch bei euren Geräten, die ihr zu Hause stehen habt, lohnt es sich immer, einen Mehrfachstecker zu nehmen, der abgesichert ist mit einer Sicherung, falls mal ein Blitzschlag gibt. Nicht, dass so ein Gerät der natürlich kaputt geht, das wäre nicht so gut. Oder auch eure teuren Fernseher. Von da aus, ja, Brennstuhl kann ich nur empfehlen.
Die haben eine Vorsicherung, die auch einen Blitzschlag halten sollte. Da gibt es natürlich verschiedene Klassen, aber das kann ich euch nur empfehlen. Findet ihr auch in der Videobeschreibung, so dass ihr auch an so einen Mehrfachstecker leicht rankommt. Ja, den tun wir jetzt gleich da rein in Mehrfachsteckleiste und koppeln das Ganze oder koppeln das LAN-Kabel an den WLAN-Router. So, nun ist es soweit. Den tun wir jetzt in die Stromleiste rein. Und das andere Ende in die Fritzbox. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine 7590. Da gibt es mehrere Eingänge. Ich hänge die mal jetzt eben hier raus, so dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Auch wenn ich jetzt Internetaktivität ausmache. So. Wichtig ist, dass die in diesen gelben Ports eingefügt werden. Der blaue Port ist die Zugangsleitung. Ich habe hier Glasfaser, WAN nennt er sich. Ansonsten, wenn ihr DSL habt, dann kommt das da mit, ist da der Stecker drin. Analoge Eingänge oder auch beziehungsweise ISDN-Anlage. Ja, ansonsten wie gesagt, ganz normal hier in diesen LAN-Eingang rein. Das Kabel wieder zurück aufhängen. So. Und dann, damit er auch richtig läuft, stecken wir den Stecker nochmal richtig drauf. Da sehen wir es, das Power LED leuchtet. Das heißt, der Miner bootet jetzt, leuchtet blau. Wir können jetzt natürlich auch die Antennen jetzt draufschrauben. Da sehen wir jetzt die Bezeichnung GLL. Das bleibt hier frei. Da ist eine Schutzkappe drauf, dass da auch kein Wasser eindringt. So, und dann gucken wir uns das mal an. LO. Ich denke mal, das ist egal, wo das drauf geschraubt wird. Hauptsache auf LL-Beschreibung. Zweite, die hat auch LO. Die kommt auch auf L drauf. Handfest anziehen. Nicht, dass wir irgendwas kaputt machen. Und dann ist hier die letzte Antenne mit G. Die kommt dann zu der Schraubverbindung G. So. Damit ist das hier fertig. Und den legen wir jetzt weg. Mittlerweile leuchtet er grün. Das heißt, er ist da irgendwo mit verbunden. Wir machen jetzt weiter, aber trotzdem mit der Registrierung und mit dem App-Download weiter. Hier haben wir einen QR-Code. Da einfach die Kamera mit aufrufen, damit die App installiert werden kann von MatchX. Und damit machen wir jetzt eben kurz weiter. So, ich habe jetzt hier auf mein Smartphone runtergezoomt. Und zwar öffnen wir einfach die App Fotografie, Kamera, nehmen die Beschreibung raus aus der Folie, die noch mit dabei gefügt war. Und dann haben wir hier diesen QR-Code. Den können wir jetzt einfach hier einscannen als Foto. Und dann öffnet sich da ein Link. Da tippen wir drauf.
Data-App von MX Foundation. Da tippen wir drauf, dass wir die runterladen wollen. Öffnen. Ja, und dann haben wir hier Supernode. Das ist der Standort, wo wir uns dann halt befinden in Deutschland. Da kann man das halt registrieren oder auch anmelden, wenn man schon ein Konto hätte. Und Data Highway, das ist ein Token, der über die App mit gemeint wird, über den Miner. So, also normalerweise hier über anmelden oder registrieren gehen, je nachdem, ob man schon ein Konto hat oder nicht. Wir gehen jetzt mal hier auf Anmelden und da zeigt er schon an, Supernode. Und jetzt gibt man halt hier seine E-Mail-Adresse an und das Passwort, wenn man darüber sich anmelden möchte. Ansonsten über den Registrier-Button, E-Mail-Adresse. Ich mache jetzt hier einfach mal irgendwas anderes rein. .de. Fertig und anmelden. Jetzt müssen wir noch hier den Supernode anmelden. So, jetzt haben wir halt hier unsere Kontinente. Europa können wir hier auswählen. So, dann geht es hier weiter. Dann bekommt man einen Verifizierungscode und dann müsste man jetzt halt auf seine E-Mail-Adresse drauf zugreifen, um das Ganze zu bestätigen. Und dann sollen wir einmal die Adresse angeben bzw. bestätigen. Und dann haben wir hier unten einen 2FA-Code. Den kopieren wir, den Code. Gehen auf Anmelden. Das war erstmal über den Supernode. Da gehen wir an Europa, MatchX, E-Mail-Adresse. Dann geben wir den Verifizierungscode, den wir in der E-Mail bekommen haben, hier ein. Drücken auf Fertig und bestätigen das Ganze. So, dann haben wir halt hier unser neues Konto, das wir anlegen wollen. Natürlich akzeptieren wir die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Ob wir hier Marketinginformationen haben wollen, das lasse ich erstmal aus. Man kann jetzt hier natürlich ein Passwort festlegen. So, und dann möchte er den QR-Code haben, der sich auf dem Miner befindet. Und den scannen wir jetzt eben ein. Dazu nehmen wir die App und drücken hier auf das Pluszeichen für QR-Code einscannen. Der möchte auf unsere Kamera zugreifen, jawohl. Kamera freigeben. Jetzt will er hier auch noch den Standort wissen. Jetzt können wir hier auf den Miner gehen. Miner hinzufügen. QR-Code einscannen. So, die Kamera ist jetzt online. Und jetzt können wir den QR-Code einscannen. Zack. Das können wir aber schnell. QR-Code ist eingescannt. Fertig. Und wir haben den Miner hinzugefügt. So. Jetzt sind hier irgendwelche Gesundheitspunkte angezeigt. Treibstofftank ist bei 100%. Ich weiß noch nicht, was das alles zu bedeuten hat. In dem nächsten Video können wir uns dann mal die App genau anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei dem nächsten Video dabei seid, wie die ganze Installation auf der App voranschreitet, was es da hier für Möglichkeiten gibt, was das alles zu bedeuten hat. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Und wie dann auch der Miner positioniert wird, dass wir dann halt auch irgendwie halbwegs gute Ergebnisse erzielen. Bis dahin, abonniert den Kanal, wenn euch das interessiert und ihr hier bald auch euren eigenen Miner zu Hause
stehen haben wollt. Ansonsten alle anderen Links, was es an Zubehör gibt, seht ihr in der Videobeschreibung, so dass ihr euren Miner selbst aufbauen könnt und sicher ohne Stromschläge für 2.500 € nicht verliert.